Wisst ihr, was ich an Lego so liebe? Dass sie es echt Leben darstellen. Mal gibt es kleine Menschen, mal gibt es große Menschen. Und dann gibt es auch noch Menschen wie heute, die etwas gewinnen. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute baue ich einen großen Mann. Ich habe gesagt, einen großen Lego-Mann, so wie ich einer bin ja auch so ein Klotzkopf. Und diesen hier gab es bei der Eröffnung des Lego Stores in Stuttgart. Die 6384212, es ist gar keine offizielle Lego-Nummer, aber wenn ihr Lego-Lagerist seid, wisst ihr jetzt Bescheid, welches Set ich baue. 129 Steinchen und eine Fliese bedruckt mit Stuttgart 2021. Und da kommen wir zum Punkt. Denn heute gibt es ja auch 1x2-Tickets für die Schwabenstein 2021 in Stuttgart im Rahmen des Stuttgarter Messeherbst zu verlosen. Und den Gewinner, den verkünde ich heute. Deswegen euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, Freunde, da haben wir diese kleine kompakte Box, viereckig, fast so groß wie eine große Rittersport-Tafel. Was passt denn? Rittersport kommt hier auch aus der Nähe von Stuttgart. Und hier haben wir sogar den Einleger. Ab 6 Jahre, diese Teilenummer habe ich euch gesagt, ein Strichcode und schönes gelbes Lego Noppendesign. Auf der Rückseite, nicht Rückenseite, wobei es auch passt, haben wir traurige Zwiebel, Captain Planet, irgend so eine Welle und hier, Achtung, bitte keine Teile verschlucken. 2019 steht drauf und dann haben wir hier ja unseren dänischen Hersteller auf jeder Ecke einmal drauf. Also hier gibt es wirklich kartonmäßig nicht viel zu zeigen, außer dass wir hier oben das aufschneiden können. Das machen wir jetzt auch, denn wir wollen ja an den Inhalt, an die heiß begehrten Steinchen. Tada! Oh, mit einem Zipbeutel ist ja klar, das wird ja extra gepackt für die jeweilige Store-Eröffnung und die Einleitung bzw. Einleitung habe ich vorhin gedreht. Einleitung hier ist in so ein Fach da drinne und zack, da haben wir es. Also ein Zipbeutel finde ich ganz gut, kann man wiederverwerten. Jetzt habe ich endlich mal auch einen von Lego und nicht immer nur von anderen Herstellern. Und da ist diese heiß begehrte Fliese Stuttgart 2021 und wir haben hier die Bauanleitung, eine ganz normale Lego Bauanleitung mit 61 Bauschritten auf 34 Seiten. Die 35. Seite ist dann die Teileanzahl bzw. welche Teile ihr braucht. Wenn ihr Stopp macht, könnt ihr die Teile euch abfotografieren und das Ding rebricken. Und auf der Rückseite das gleiche, auch wenn ihr Stopp macht, dann könnt ihr das Ding nachbauen. Aber nicht nachbauen, ich muss euch erstmal jetzt vorbauen und euch dann viel Spaß bei den kleinen Fakten, die dann kommen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute habe ich ein paar Fakten zum Thema Stuttgart für euch. Nein, nicht zu Lego, auch nicht zu Lego Stores und auch nicht zu Lego Mitarbeiter, weil wir hier gerade einbauen. Nein, zu Stuttgart, der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. In diesem Land sitze ich hier gerade und nehme die Fakten für euch auf. Also viel Spaß. Durch Stuttgart fließt ja bekanntlich der Neckar. Aber im Neckar ist Baden verboten. Und das, obwohl 2009 das Wasser dort von einer großen deutschen Zeitung getestet wurde und es kam heraus, das Wasser hat Badequalität. Und ich kann es auch übrigens nur bestätigen, denn ich bin selber mal beim Drachenbootfahren reingeplumpst und das Wasser hat mir gar nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Und wo ich gerade beim Thema Baden war, und baden tut man ja am liebsten bei schönem Wetter, und bei schönem Wetter schmeckt den Stuttgartern am liebsten die Ahoi-Brause. Die wurde nämlich 1925 von Theodor Bethlen in Stuttgart erfunden. Bleiben wir thematisch mal beim Sommer. Wir kennen ja alle Bikinis und wenn man an Bikinis denkt, dann ist auch der Sprung zum BH nicht weit. Und dieser wurde, man glaubt das nicht, in Cannstatt erfunden. Die Korsettfabrik S. Lindauer & Co. entwickelte dort kurz vor dem Ersten Weltkrieg den ersten industriell hergestellten Büstenhalter. Um das Jahr 1912 ließ Sigmund Lindauer den Brusthalter, der ohne Versteifung auf der Haut zu tragen war, so hieß es damals, patentieren und läutete so den Niedergang des Korsetts ein. Die Frauen konnten endlich wieder frei atmen. Kommen wir zum Schluss von den einen Rundungen zu einer anderen Rundung. Und zwar habt ihr gewusst, dass der erste Käfer aus einer Feuerbach ist ein Stadtteil von Stuttgart, Garage rollte. In den 1930er Jahren entwarf Ferdinand Porsche einen Kleinwagen, welcher als Automobil für jedermann konzipiert war.
1934 bekam Porsche den Auftrag, das Auto serienfertig zu konstruieren. Am Feuerbacher Weg auf dem Killesberg arbeitet Porsche an den Auftrag. 2 Jahre lang später rollten die ersten 3 Modelle dann aus seiner Garage. Die Produktion der kleinen Kugelautos bei VW in Wolfsburg verzögerte sich durch den Krieg allerdings, sodass die Serienproduktion des Käfers erst nach Kriegsende unter Kontrolle der Briten beginnen konnte. Bis 2003 rollten 21,5 Millionen Exemplare vom Band. Ja, Freunde, und jetzt, das passt nicht ganz, aber ich habe noch einen Fakt und den finde ich ein bisschen krass, der hat auch entfernt ein bisschen was mit Stuttgart zu tun. Ich zeige euch gleich hier im Anschluss an den Fakten mal einen Screenshot, da seht ihr, was nämlich bei eBay für diesen Stuttgarter Store-Mitarbeiter von Lego man berappen muss. Das finde ich ziemlich krass. Euch dann gleich viel Spaß bei der Verlosung und beim Review. 10 Minuten und einmal verbauen. Bei Bauschritt 14 später haben wir hier unseren Klotzkopf in Handteller groß, möchte ich mal sagen. Er gefällt mir richtig gut. Er sieht so ein bisschen aus wie das kleine Helferlein von Daniel Düsentrieb. Und wir können alles damit machen, was wir mit einer Lego-Figur auch machen können. Und das finde ich richtig gut. Wir können ihn also später ins Regal setzen oder bei uns auf die Handfläche, auf die Schulter, wie auch immer ihr wollt. Eine schöne Erweiterung einer Lego-Sammlung. Und ich muss echt sagen, das als GWP für eine Store-Öffnung finde ich richtig cool, weil diese Tasche hier mit diesem bedruckten Wall-Element, also so ein Element hier mit Stuttgart, das passt richtig nice. Also ich bin hin und weg, das kleine Männchen, ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt erst aufbaue, aber es hat richtig Spaß gemacht. Und richtig nice auch hier eine 2x2er Lego-Fliese, also die wir beim Store, wenn ihr euch wegen der Store-Öffnung erinnern könnt. Im Video davor hatten wir ja noch einen Kleber, jetzt haben wir hier die Fliese, also alles Taco. Ich bin glücklich. Es liegt gut in der Hand, wie gesagt, wir können damit schön Faxen machen. Er kann sogar auch hier, unser Hans-Peterle nenne ich mal, ihn auch sogar die Handtasche hier, diesen Lego-Einkauf in die Hand nehmen und auch ganz nice, dass wir diese typischen Lego-Händchen auch so drehen können. Also lustiges kleines Männchen. Vielleicht schaut doch mal, ob ihr irgendwo die Bauanleitung findet und dann könnt ihr euch das auch rebricken. Sind nur ein paar Teile, ich glaube, die hat jeder bei sich zu Hause und ich bin froh, ihn jetzt für euch gebaut zu haben. Da sage ich Danke. Ja, Freunde, und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt mal in die Augen schauen, schauen wir uns noch mal ganz kurz die Rückseite an. Die ist nämlich nicht sehr spektakulär und wenn man meckern wollen würde, ja, die Farbseuche, ein grüner Stein ist verbaut, aber so what, wollen wir ja gar nicht, das war eher als Gag. Aber jetzt, Freunde, schauen wir uns einmal in die Augen, die der hier nicht hat. Hey Freunde, es ist Auslosungszeit. Wir drücken jetzt die Daumen, dass einer von euch die 1x2 Tickets zur Schwabenstein gewinnt vom 18.11. bis 21.11. Ich kopiere hier die Video-URL ein, ich habe es schon vorbereitet. Ich hake an, dass wir Duplikate rausnehmen, dass wir auch Replies mitzählen und natürlich viel wichtiger ist, dass wir den Hashtag hinterlegen, mit denen ihr ja kommentieren solltet. Und Hedda, darf ich die Kommentare nehmen? Ja. Okay, ich ziehe die Kommentare, es sind 7 Stück und nun starten wir das Glücksrad. Viel Glück, Freunde, wir drücken die Daumen. Trommelwirbel, ich bin gespannt, wer gewinnt, ein paar Namen kennen wir ja. Dirk Rademacher, lieber Dirk, das freut uns. Applaus, Applaus. Du schreibst mir eine E-Mail an kontakt@blockstar.de und dann kann ich dir die 2 Codes übermitteln. Dirk, wir freuen uns und dann sehen wir uns vom 18. bis 21. Such dir da einen Tag aus in Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch. Das war nochmal die gute Fee, quasi unser Notar. Du hast ja auch sogar mal Notar gelernt fast. Das passt sogar. Also, auf Wiederbauen und jetzt viel Spaß beim Rest des Videos. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß auf der Schwabenstein. Ja, ehrlich jetzt, herzlichen Glückwunsch. Dein Name steht unten nochmal hier auf der Bauchbinde, lieber Gewinner. Wir haben das natürlich vorproduziert, aber den Auslosungsteil haben wir ja, habt ihr gerade gesehen, noch nach dem Review reingeschnitten. Deswegen freue ich mich, dich, wer auch immer du bist, wie gesagt, hier unten stehst du, dann in Stuttgart, wie gesagt, vom 18. bis 21. such dir einen Tag aus, begrüßen zu dürfen. Schreib mir eine E-Mail an kontakt@blockstar.de, damit ich dir die 2 Codes zuschicken kann. Ja, und was ich noch vergessen habe, wegen den 2 Codes, passt auch ganz gut, wir haben ja hier 2 Teile über gehabt und das waren die Teile für die bedruckten Stellen. Also das heißt, hier oben haben wir eine 2x2er schwarze Fliese über gehabt und auch eines dieser Wall-Elemente, die habe ich jetzt extra für euch mal ausgetauscht, damit ihr seht, hier
Das waren die 2 Steine, die über waren. Also wenn ihr so eine Figur haben wollt, ohne Lego-Branding oder so eine Tasche ohne Stuttgart-Branding, dann passt dieses Männchen also auch ganz gut für euch. Wenn ihr also bei der nächsten Store-Eröffnung vorbeikommt, ja, vielleicht habt ihr ja auch Bock, so ein Männchen mitzunehmen. Es werden ja auch immer mehr Lego-Stores. Irgendwie ist es ganz gut, dass da so ein bisschen Konkurrenz und Leben in die Bude kommt, dass wir mehr Klemmbaustein-Stores überall kriegen. Das freut mich richtig. Ja, also nochmal, ich freue mich, dass du da draußen gewonnen hast. Wir sehen uns oben auf den Filtern in der Messe und euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir trotzdem bitte mal in die Kommentare, was ihr von so einem Manschgal, wie man auf Bayerisch sagen würde, haltet. Würde mich echt freuen. Ihr wisst, ich brauche das, ich rede so gern mit euch. In diesem Sinne, also uns jetzt eine schöne Messe und euch eine schöne Zeit. Bis bald, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.